So Micha, du bist Profi-Torwarttrainer von der ersten Mannschaft von 1899 Hoffenheim. Wie ist der Austausch zwischen den Torwarttrainern aus der Nachwuchsakademie von 1899 Hoffenheim und dir? Ja, der Austausch ist sehr, sehr eng. Ja, wir treffen uns regelmäßig, wir haben regelmäßige Meetings, etwa einmal im Monat, ja, wo wir immer bestimmte Themen haben. Das heißt, wir gehen ein bestimmtes Thema an, 1 gegen 1, schauen uns dann Spielsequenzen dazu an, schauen uns Trainingssequenzen an, besprechen die einzelnen Torhüter der Akademie. Das ist das eine Thema, dass wir eben diese regelmäßigen Meetings haben, und dann haben wir darüber hinaus natürlich einen Austausch, ja, der täglich, wöchentlich stattfindet. Ja. Gerade mit dem U23-Torwarttrainer sind wir hier auf einem Gelände, das heißt, da trifft man sich eigentlich jeden Tag. Ich bin häufig in der Akademie im Nachwuchstraining am Abend, wo man dann mit den Kollegen spricht über die Entwicklung von den einzelnen Spielern. Ich bekomme regelmäßig auch die Schnitte der Spiele, wo ich dann einen Einblick habe in die Spielleistung. Ja, viele Trainingseinheiten werden natürlich auch gefilmt, wo wir dann die Materialien austauschen. Ja, so der Kontakt ist sehr, sehr eng zur Akademie. Ich komme ja selbst auch aus der Akademie, und deshalb ist der Kontakt sehr eng und mir persönlich auch sehr wichtig. Welche Bedeutung nimmt für dich die Videoanalyse, die torwartspezifische Videoanalyse vor und auch nach dem Spiel ein? Also ist das für dich einen hohen Stellenwert? Absolut. Ja, also wir nutzen das natürlich auch für den Austausch, ja, mit den Kollegen. Das heißt, ich bekomme die Sequenzen von den Nachwuchstorhütern, um einfach den Einblick zu kriegen in die Spielleistung. Ich kriege auch Sequenzen vom Torwarttraining, ja, um auch dann eine entsprechende Trainingsleistung regelmäßig zu sehen. Ja, nicht nur den Live-Eindruck am Abend dann ab und zu, sondern auch dann eben über Video. Also das ist eine Thema, dass man auch regelmäßig sich austauschen kann. Aber das Entscheidende ist natürlich dann auch das 1:1 Feedback. Ja, also wir analysieren jetzt im Bundesliga-Team jedes Spiel auf Video. Ja, im Nachgang schauen wir uns dann einfach die Spiele an und gehen auch im Detail die wichtigsten Szenen durch. Ja, weil ich glaube, dass man immer im Nachgang nach einem Spiel auch eine andere Sichtweise hat, ja, um dann einfach im Detail über wichtige Themen wie Stellungsspiel, wie das Entscheidungsverhalten, ja, habe ich die richtige Technik gewählt. Das sind Dinge, die man sehr, sehr gut in der Analyse einfach am Video besprechen kann. Und wir setzen es regelmäßig ein im Spiel, machen aber auch im Bundesliga-Bereich regelmäßig eine Videoanalyse auch vom Training, ja, um dann auch im Detail an bestimmten Techniken zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel über das Abdruckthema spricht, ja, dann kannst du diskutieren über, wie breit ist die Grundstellung, setzt du den Fuß nach außen, setzt du den Fuß nach innen, Knieeinsatz im Abdruck. Also solche Themen ist natürlich perfekt, wenn du dann hinten dran die Kamera stehen hast und dann auch in der Zeitlupe, in einem Standbild über solche Dinge sprechen kannst mit deinem Torwart. Ja, und das setzen wir regelmäßig ein und ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool. Für deine tägliche Trainingsarbeit auf dem Platz greifst du da auf unterschiedliche Hilfsmittel zurück oder gehst du nach dem Motto weniger ist mehr? Das ist unterschiedlich. Normalerweise trainieren wir nach dem Motto weniger ist mehr. Das heißt, wir versuchen sehr spielnah zu trainieren. Ja, das ist die eine Seite. Aber ich versuche auf der anderen Seite auch häufiger einen bestimmten Reiz zu setzen, ja, durch bestimmte Hilfsmittel, ja, durch einen Abfälscher, durch eine Brille, die die Wahrnehmung einschränkt, durch Dummies, die natürlich auch in der Raumverteidigung das Torwarttraining erleichtern. Da helfen Reize und Hilfsmittel natürlich sehr. Und es ist natürlich auch so, gerade im Profibereich, wenn du jeden Tag auf dem Platz stehst, wenn du häufig zweimal auf dem Platz stehst, und dann sind solche Hilfsmittel auch sinnvoll, einfach um auch manchmal die Aufmerksamkeit der Jungs zu erhöhen. Aber man darf es auch nicht überziehen. Ja? Also man muss natürlich auch dann die Dinge im richtigen Moment einsetzen. Und von daher nutze ich beide Wege. Keine Hilfsmittel und aber auch trotzdem einen gezielten Einsatz.
Für deine eigenen Inhalte im Torwarttraining, wo und wie holst du dir Anregungen? Gibt es da irgendwie Torwarttrainer, mit denen du im engen Austausch bist oder wie sind da deine Verbindungen? Ja, früher, als ich selbst noch in der Akademie gearbeitet habe, habe ich sehr viel hospitiert. Ich war sehr viel bei Kollegen. Ich war zum Beispiel zu Beginn meiner Zeit in Leverkusen bei Rüdiger Vollborn. Ich war später bei Ebbo Traudner in Stuttgart. Ich war auch bei Franz Huck, damals bei Bayern München. Habe dort also sehr viel hospitiert. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz einfach, wenn man im Profibereich jeden Tag auf dem Platz stehen muss. Aber ich habe auch extrem viele Kollegen, mit denen ich mich wirklich eng austausche auch und sehr offen austausche. Zum Beispiel David Thiel von Leverkusen. Und da unterhält man sich wirklich ganz offen, ja, über bestimmte Themen, über Inhalte, über Übungen. Und dann holt man sich auch da definitiv Anregungen. Ein anderer Bereich sind andere Sportarten. Ja, ich schaue sehr viel auch in anderen Sportarten, ja, wo es vielleicht Vergleiche gibt, wo es ähnliche Techniken gibt, wo es vielleicht auch um Reaktionsschnelligkeit gibt, zum Beispiel im Handball. Ja, und versuche dann einfach auch zu schauen, okay, wie kann ich ein bestimmtes Thema in mein Torwarttraining übertragen aus einer anderen Sportart oder aus der Athletik zum Beispiel, indem ich ein bestimmtes Thema, was Sprungkraft als Beispiel angeht, versuche zu übertragen auf den Platz. Also das sind so Dinge, wo ich versuche, mir Anregungen zu holen. Ihr arbeitet jetzt bei 1899 Hoffenheim seit Jahren schon in einem Torhüter-Trio. Das heißt, du betreust 3 Torhüter. Welche Rolle spielt für dich eine gute Harmonie und eine gesunde Atmosphäre innerhalb des Torhüter-Teams? Spielt für mich eine sehr, sehr große Rolle. Ja, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, ja, dass man auf dem Platz auch eine gewisse Harmonie hat. Für mich ist es die Grundlage auch, dass sich jeder Einzelne weiterentwickeln kann. Ja, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man eine gewisse Loyalität hat und vor allen Dingen, dass man auf dem Platz Freude hat, Spaß hat und wenn das gegeben ist und dann entwickelt man sich weiter. Und deshalb ist diese Gruppe für mich persönlich extrem wichtig. Das heißt auch die Auswahl. Ja, wer ist zum Beispiel auf einer Nummer 2, wer ist auf einer Nummer 3, ja, wie verhalten die sich auch, ja, aber auch die Nummer 1, ja, wie arbeitet die mit der 2 oder vielleicht auch mit einem jungen Torwart zusammen. Und da muss ich sagen, da haben wir absolutes Glück oder ich habe großes Glück, ja, nicht nur aktuell mit Olli Baumann, mit Gregor Kobel und mit Alex Stolz, sondern das hatte ich auch in der Vergangenheit mit den Torhütern, wenn ich jetzt an Jens Grahl zum Beispiel denke oder an Marvin Schwäbe denke, ja, mit denen ich hier gearbeitet habe, dann hatte ich da wirklich die Möglichkeit auch mit einem super Torwart-Team zu arbeiten, was mir persönlich auch sehr, sehr viel Spaß macht. Cheftrainer Julian Nagelsmann ist einen ähnlichen Werdegang durchlaufen wie du. Er kommt auch aus der Akademie von 1899 Hoffenheim. Wie eng ist euer Austausch in der Trainingsgestaltung bezüglich des Umfanges und auch der Inhalte in deinem wöchentlichen Torwarttraining? Ja, der Austausch ist sehr, sehr gut. Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben schon in der U19 eng zusammengearbeitet. Wir saßen in einem Büro in der Akademie, was natürlich ein großer Vorteil ist, ja, weil man sich natürlich auch dann automatisch über das Torwartspiel austauscht. Das heißt, ich kenne ihn sehr, sehr gut, er kennt mich sehr, sehr gut und er hat auch ein sehr großes Verständnis für das Torwartspiel. Das ist das eine Thema und das andere Thema, er ist natürlich extrem professionell, ja, was Trainingsplanung, Trainingsvorbereitung und Nachbereitung angeht. Und das heißt, wir besprechen ein Training in der Regel immer 2 Stunden vor dem eigentlichen Beginn. Wenn wir morgens um 10:30 Uhr trainieren, dann treffen wir uns um 8:30 Uhr. Er gibt dann die Inhalte vor. Ich weiß genau, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Und dementsprechend plane ich mein Training. Er ist aber auch extrem offen, was bestimmte Inhalte auch anbetrifft, die für die Torhüter sinnvoll sein können. Und dementsprechend ist der Austausch sehr eng und sehr, sehr gut. Goalkeeping Development wurde 2017 ins Leben gerufen. Du bist ja der Gründer dieses Unternehmens, also sozusagen der Kopf des Ganzen. Was waren deine Beweggründe, ja, dieses Unternehmen zu starten? Ja, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gab verschiedene Beweggründe. Zum einen war es so, dass wir in Hoffenheim zu Beginn
meiner Tätigkeit, im Jahr 2009, 2010, eine Datenbank entwickelt haben für den Gesamtverein und das Torwartthema nicht Inhalt war. Ja, und ich damals mit Bernhard Peters, der damals unser Sportdirektor war, gesprochen habe über das Torwartthema und wir diskutiert haben, ob wir das in die damalige Datenbank integrieren oder nicht. Und damals haben wir uns entschieden, es erstmal rauszulassen. Und ich ihn einfach damals gefragt habe, ob ich auch einfach eine eigene Datenbank für meinen spezifischen Torwartbereich entwickeln lassen kann. Ja, wir haben damals mit der Uni Karlsruhe ein Projekt gestartet und haben dann im ersten Schritt eine Datenbank entwickelt für den Torwartbereich. Und diese Entwicklung ist immer weitergegangen. Ja, für mich war dieser Bereich Dokumentation von Training, Dokumentation von Spiel, Analyse, Statistik, diese Statistiken und Analysen auch zu nutzen, um das Training weiter zu optimieren. Ja, es geht nicht nur darum, stupide irgendwelche Inhalte zu dokumentieren und die bleiben dann in der Schublade drin, sondern das Entscheidende ist immer, dass man diese Statistiken nutzt, um ein Torwarttraining zu optimieren, um verschiedene Sachen zu verbessern, um verschiedene Dinge nachzuverfolgen. Das ist das Entscheidende. Und das haben wir versucht, indem wir auch die Software immer weiterentwickelt haben. Und das ist so diese Grundlage gewesen. Und dann war einfach die Idee, dass man diese Basis der Software, der Datenbank auch anderen Kollegen zur Verfügung stellt, weil auch die Nachfrage immer größer wird. Ja. Der Fußball wird immer professioneller und auch dieses Thema Dokumentation von Training und Spiel wird immer professioneller und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir das auch entsprechend zur Verfügung stellen wollen. Und dann gab es auch immer wieder sehr, sehr viel Anfragen für Torwarttraining auch von Kindern, von Jugendlichen und deshalb kam dann das nächste Projekt, ja, dass wir gesagt haben, wir gründen eine Keeper Academy, wo wir einfach das Thema Torwarttraining auch in kleineren Vereinen anbieten wollten. Ja, weil wir haben nach wie vor, selbst in Deutschland, ja, im größten Fußballland, das Problem, dass wir sehr wenig qualifizierte Trainer haben, dass wir oftmals in kleinen Vereinen gar keine Torwarttrainer haben. Und dieses Thema wollten wir angehen, indem wir diese Keeper Academy gegründet haben, um in kleineren Vereinen auch Kindern, Jugendlichen ein Torwarttraining anzubieten. Und so haben wir einfach verschiedene Themen gehabt. Und das war so der Hintergrund, ja, dass wir dann auch gesagt haben, okay, wir gründen diese Plattform, um auf der einen Seite Torhütern etwas anzubieten, auf der anderen Seite aber auch den Torwarttrainern zum Beispiel diese Software anzubieten. Aber das Entscheidende für uns ist eben auch der Austausch, der enge Kontakt mit den Kollegen. Ja, auch für mich, auch ich profitiere extrem davon durch diesen Austausch, durch die Kommunikation mit extrem vielen Kollegen. Und das ist ein großer Mehrwert für mich und das ist so der Hintergrund und die Idee des Ganzen.